Schwach sind Sie vor allem aus einem Grund. Sie sind ein Kanzler der Linken. Denn die illegale Einwanderung nach Deutschland und in die deutschen Sozialsysteme muss auf Null zurückgefahren werden. Die Migrantenkriminalität ist in der Folge explodiert. Das Morden, Messern und Vergewaltigen geht weiter, Tag für Tag, Woche für Woche. Und diese Tatsachen anzusprechen, ist in den Augen Ihres unterstellten Verfassungsschutzes angeblich verfassungsfeindlich. Ein Extremist ist, wer mit abgewählten Mehrheiten die Verfassung manipuliert, um sich einen Schuldenblankoscheck auszustellen auf Kosten der Steuerzahler und der zukünftigen Generationen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Friedrich Merz hatte versprochen, mit der linken Politik zu brechen. Jetzt regiert er wie ein grüner Kanzler auf Zeit. In seiner ersten Regierungserklärung versucht er, alles schön zu reden. Doch Alice Weidel lässt ihn nicht davonkommen. Mit einem Satz zerlegt sie den ganzen Wahlbetrug. Herr Merz, Sie sind ein Kanzler der Linken. Was danach folgt, ist eine eiskalte Abrechnung mit dem größten politischen Täuschungsmanöver der letzten Jahre. Wer das verpasst, glaubt noch, Merz wäre konservativ. Auf geht's! Schwäche und Instabilität sind die Signale, die von Ihrem historischen Fehlstart ausgehen, Herr Merz. Sie sind der Kanzler der zweiten Wahl, und diesen Makel werden Sie nicht mehr los. Schwach sind Sie vor allem aus einem Grund. Sie sind ein Kanzler der Linken. Ihr Weg ins Kanzleramt ist von gebrochenen Wahlversprechen und Kapitulation vor Linken und Grünen gesäumt. Die Schuldenbremse, die Sie hoch und heilig einhalten wollten, die haben Sie in einem finanzpolitischen Staatsstreich mit Hilfe der Grünen mit einem alten, abgewählten Bundestag abgeräumt. Diese Machart zeugt auch von Ihrem Charakter, Herr Merz. Bis zu 1,7 Billionen neue Schulden sind damit auf einen Schlag ermächtigt. Unterm Strich ist das die Verdoppelung der Bundesschuld. Und das in Zeiten der Rezession, der schrumpfenden Wirtschaft und der beschleunigten Verarmung der Bürger. Was Sie damit anrichten, das wissen Sie genau, denn Sie selbst haben noch vor dem Wahltermin davor gewarnt. Dieses Geld wird in allen möglichen Kanälen versickern. Die dringend gebotene Konsolidierung der Staatsfinanzen kommt dabei unter die Räder. Und die Lasten für die Steuerzahler und Verbraucher werden drastisch ansteigen. Bei anderer Gelegenheit kokettieren Sie mit neuen Steuern und Steuererhöhungen. Auch das ist ein weiteres gebrochenes Wahlversprechen. Fast 47 Milliarden € Steuergeld hat das Bürgergeld, nennen Sie es Grundsicherung, das längst zum Migrantengeld mutiert ist, 2024 verschlungen. 47 Milliarden. Fast jeder zweite Bezieher ist ausländischer Staatsbürger. Die eingebürgerten Ausländer sind bereits aus der Statistik herausgefallen. Rund 4 Milliarden € gingen an Syrer. Das entspricht dem gesamten Haushalt der Bundespolizei. Afghanen, die Nationalität mit der höchsten Kriminalitätsbelastung bei Gewaltverbrechen, erhielten rund 1,6 Milliarden €, so viel wie für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen waren. So kann es nicht weitergehen. Sie aber sind zu schwach dafür, das Ruder herumzureißen. Es geht weiter. Die versprochene Abschaffung des Heizungsverbots und der kalten Enteignung von Hauseigentümern über den Wärmepumpenzwang
ist auch schon wieder abgesagt. Genauso wie das Verbrennerverbot. Sie machen weiter mit der Zerstörung der deutschen Automobilindustrie. Und Sie setzen den Habeckschen Wärmepumpenzwang mit anderen Mitteln fort, indem Sie nämlich das Heizen mit Öl und Gas über die CO2-Luftsteuer immer teurer und teurer machen. Und statt diesem planwirtschaftlichen Irrweg der Energiewende zu beenden, geben Sie ihm sogar noch einen neuen Schub, denn Sie haben auf Drängen der Grünen die Klimaneutralität sogar ins Grundgesetz hineingeschrieben. Damit haben Sie die deutsche Geisterfahrt in Verarmung und Deindustrialisierung noch zusätzlich zementiert. Und die ist dramatisch. Heizen verteuert sich jetzt schon um 30%, stand diese Woche in der Zeitung, Tendenz steigend. Das Vermögen der Privathaushalte in Deutschland, das im europäischen Vergleich sowieso im unteren Bereich liegt, ist nach den neuesten Zahlen der Bundesbank seit 2021 inflationsbereinigt um fast 20% gesunken. 20% des Vermögens von Privathaushalten. Die Industrieproduktion ist ebenfalls im Sinkflug, während die Arbeitslosigkeit steil ansteigt, weil die Produktion in Deutschland zurückgeht. Sie wird eingestellt. Warum? Die Energiepreise sind zu hoch. Ohne eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung ist kein wirtschaftlicher Wiederaufbau möglich. Und das geht nur durch eine grundsätzlich andere Energiepolitik. Schluss mit der Energiewende. Sie müssen den Wiedereinstieg in die Kernkraft, Kohlekraft und von günstigem Erdgas aus Russland forcieren. Das alles wollen Sie nicht. Das Wahlversprechen, den von einer CDU-Kanzlerin verantworteten Kernkraftausstieg zu korrigieren, haben Sie ebenfalls gebrochen. Die übrige Welt setzt auf Kernkraft. Sie klammern sich an den technikfeindlichen Fetisch der Grünen. So ruinieren Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und selbst wenn Sie etwas Richtiges anpacken, kommen Halbheiten und Chaos dabei heraus. Die Zurückweisung illegaler Migranten, die aus sicheren Drittstaaten einreisen, muss zwingend erfolgen. Es ist keine Kann-Bestimmung. Grenzkontrollen und Zurückweisungen müssen lückenlos und dauerhaft erfolgen und nicht nur als vorübergehende Beruhigungsmaßnahme. Denn die illegale Einwanderung nach Deutschland und in die deutschen Sozialsysteme muss auf Null zurückgefahren werden. Zurückweisungen an den Grenzen sind nur der erste Schritt, und selbst den verstolpern Sie schon. Die Migrationsmagneten müssen abgestellt werden, die Armutsmigranten aus aller Welt über die EU-Grenze nach Deutschland führen. Das Bürgergeld ist nur einer davon. Die Familienzusammenführung für Flüchtlinge und Asylanten sowie die Praxis der Turbo- und Masseneinbürgerung müssen sofort vollständig ausgesetzt werden. Millionen Menschen sind in den letzten 10 Jahren als Folge der migrationspolitischen Herrschaft des Unrechts, die eine CDU-Kanzlerin in Gang gebracht hat, auf illegale Weise ins Land gekommen. Hunderttausende sind sofort ausreisepflichtig. Bei unzähligen anderen muss der Aufenthaltsstatus überprüft und gegebenenfalls widerrufen werden. Dazu kommt von Ihnen nichts. Die Migrantenkriminalität ist in der Folge explodiert. Das Morden, Messern und Vergewaltigen geht weiter, Tag für Tag, Woche für Woche. Und diese Tatsachen anzusprechen, ist in den Augen Ihres unterstellten Verfassungsschutzes angeblich verfassungsfeindlich. Ich nenne es Fakten benennen.
die dringend notwendig sind, um diese Fehlentwicklung endlich zu korrigieren. Die Bürger warten auf Ihre Pläne zur Rückführung und Abschiebung. Sie werden wohl weiter warten müssen, denn Ihr Koalitionspartner, die SPD, will dabei partout nicht mitmachen. Sie stecken in der Asylfalle, Herr Merz. Sie haben sich diese Falle eigentlich selbst gebaut, weil Sie sich dem Dogma der antidemokratischen Brandmauer unterworfen haben, das den abgewählten Linken hier ein Dauerabo auf die Macht zusichern soll. Und der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz, der bei der Erfüllung seiner eigentlichen Aufgaben der Abwehr islamischen Terrors und ausländischer Spionage jämmerlich versagt, zementiert dieses Dogma willkürlich und missbräuchlich. Das absurde Geheimgutachten, das die abgewählte SPD-Innenministerin kurz vor Amtsende lancierte, ist dafür der beste Beweis. Unter dem Druck der Rechtslage musste der Verfassungsschutz seine Einstufung inzwischen zurücknehmen. Ihnen kommt sie trotzdem recht, um unsere Fraktion und über 10 Millionen Wählern zu diskriminieren und uns wesentliche parlamentarische Rechte vorzuenthalten. Und dass die Diffamierung des Verfassungsschutzes aberwitzig sind, wissen Sie ganz genau. Ein ethnischer Volksbegriff ist nicht grundgesetzwidrig, denn das Grundgesetz selbst legt ihn zugrunde. Auch haben Sie ja, das war eine Kunstpause, weil Sie alle nämlich Erfahrung mit echten Extremisten haben. Denn ein Extremist ist, wer eine zerstörerische Politik der offenen Grenzen installiert und aufrechterhält. Daran musste der US-Außenminister Marco Rubio gerade noch erinnern. Ein Extremist ist, wer unter dem Etikett von Corona-Maßnahmen Panik verbreitet und willkürlich Grundrechte einschränkt und Ungeimpfte mit Hilfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Hasskampagnen überzieht und diffamiert und diskriminiert. Dass Sie da lachen, das kann ich mir denken. Ein Extremist ist, wer den Wohlstand der Bürger und der Nation mit ökosozialistischer Transformation zerstört. Ein Extremist ist, wer mit abgewählten Mehrheiten die Verfassung manipuliert, um sich einen Schuldenblankocheck auszustellen auf Kosten der Steuerzahler und der zukünftigen Generationen. Und jetzt kommen Sie dran. Ein Extremist ist, wer mit einer Hammerbande Andersdenkende überfällt und dafür mit dem Segen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder auch noch Kulturpreise erhält vom Staat. Vom Staat belohnt, Gelenke und Leben zu zertrümmern. Schämen sollten Sie sich dafür. Ein Extremist ist, wer wie die Linke das System stürzen und Reiche erschießen oder in Arbeitslager stecken will und trotzdem von ihm mit unterwürfiger Anbiederung hofiert wird. Ein Extremist ist, wer unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, dem Pluralismus, weil Sie die ganze Zeit schreien, aber ich weiß, dass Sie das trifft,
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Pluralismus, demokratische Grundprinzipien, bürgerliche Freiheiten und die Meinungsfreiheit abschaffen will, der ist ein Extremist. Um diese verlogene linke Doppelmoral aufrechtzuerhalten, planen Sie unter dem falschen Etikett des Kampfes gegen Hass und Hetze einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, der sogar die Exzesse der Ampel noch übertrifft. Sie wollen die Bürger einschüchtern und zum Schweigen bringen, damit sie noch eine Weile auf den alten falschen Pfaden weitermachen und sich im Glanz der Macht sonnen können. Demselben Zweck dient die martialische Rhetorik, mit der sie Kriegsstimmung verbreiten, um von den Problembergen und Konflikten im Inland abzulenken. Die Scharfmacher in ihren eigenen Reihen schwadronieren fern jeder Realität noch immer vom Sieg der Ukraine über Russland, ohne dazu zu sagen, dass das ohne einen dritten Weltkrieg nicht zu haben wäre und mit einem dritten Weltkrieg schon gar nicht. Und sie selbst blitzen mit ihren Vorstößen, die europäische Führung simulieren sollen, sowohl in Washington als auch in Moskau ab. Und das ist auch kein Wunder, denn gegenüber beiden Mächten haben sie selbst schon so viel politisches Porzellan zerschlagen. Und von einer Rückkehr diplomatischer Vernunft ins Auswärtige Amt ist auch unter Ihrer Regierung nicht viel zu sehen. Und wenn es nach Ihnen geht, soll über Waffenlieferungen an die Ukraine in der Öffentlichkeit gar nicht mehr gesprochen werden. Heißt das, Sie wollen Taurus-Marschflugkörper heimlich, still und leise nach Kiew liefern und so die Eskalation des Ukraine-Krieges zu betreiben und Deutschland zur Zielscheibe zu machen? Die Bürger haben ein Recht darauf, das zu erfahren, was sie vorhaben. Sie aber haben keine Antworten. Denn Ihre Regierung ist nicht eine Regierung für die Bürger, sondern eine Regierung für Kriegstreiberei und den eigenen Machterhalt. Und Sie haben vor allem keine Antwort auf die Frage, die die Bürger am meisten bewegt. Wo bleibt der Politikwechsel, für den die Wähler, die Menschen in diesem Land gestimmt haben? Wann kommt endlich der Bruch? Wann kommt endlich der Bruch mit der falschen linken Politik, die unser Land in Wohlstandsvernichtung und Deindustrialisierung, in Unfreiheit und Unsicherheit gestürzt hat? Sollte es in der Union doch noch jemanden geben, der Verantwortungsgefühl für unser Land hat und diese Fragen beantworten will, der weiß, wo er die alternativen Mehrheiten findet. Ich bedanke mich. Was Friedrich Merz hier abliefert, ist nichts weiter als ein offener Betrug an seine eigenen Wähler. Er hat versprochen, mit der linken Politik zu brechen. Und jetzt macht er sie einfach weiter, nur in CDU-braun verpackt. Das ist schäbig, das ist berechnend und es ist genau diese Sorte Politiker, die dieses Land kaputt macht. Menschen wie Merz geht es nicht um Deutschland. Die wollen Karriere, Macht und Applaus von den falschen Leuten. Und für ihre Ziele verraten sie jeden, der ihnen mal vertraut hat. Aber dann kommt Alice Weidel und sie spricht nur Klartext. Sie rechnet gnadenlos ab. Sie legt den Finger in die Wunde und zeigt, dieser Kanzler ist ein Blender. Herr Merz, Sie sind ein Kanzler der Linken. Ein Satz wie ein Schlag. Und jeder weiß, das trifft. Während Merz sich mit leeren Floskeln durch seine Regierungserklärung rettet, steht Alice Weidel da und spricht für Millionen Menschen, die sich belogen, betrogen und verraten fühlen. Diese Rede wird Merz noch lange verfolgen, denn wenn die Maske fällt, bleibt nicht viel übrig, außer ein weiteres Gesicht im System, das mit schönen Worten das eigene Volk verkauft. Wenn du auch findest, dass dieses Land keine linke Einheitsfront braucht, die sich schwarz anmalt, dann lass dein Like da. Abonnier den Kanal und schreib mir in die Kommentare, wie du Merz heute einordnest. Und für alle, die echte Opposition statt Illusion wollen,
Dieses Video muss raus. Teile es, damit es auch die sehen, die noch hoffen, dass die CDU irgendwas retten wird. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst, geht das ganz einfach über Supertanks oder PayPal. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Denn Wahlversprechen sind billig. Wahrheit kostet Mut. Und den haben wir. Bis zum nächsten Mal. Bleib kritisch. Thank you.